Bundesaußenministerin Annalena Baerbock fordert Israel mit Blick auf den Gazastreifen auf, mehr für die Verteilung von humanitären Hilfsgütern zu tun. In Lagerhallen um Gaza stünden die so dringend benötigten Lebensmittel, Medikamente und Zelte bereit. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat ja Israel im Gazakrieg vorgeworfen, Palästinensern systematisch Wasser vorzuenthalten. Ja, Israels Regierung spricht da von einer Lüge. Human Rights Watch verbreite anti-israelische Propaganda und betreibe eine, Zitat, blutige Verleumdung. Und zugeschaltet aus Tel Aviv ist Professor Gisela Dax. Frau Dax, das müssen wir jetzt mal ein bisschen einordnen, ein bisschen sortieren, diese Vorwürfe von Human Rights Watch. Ist da irgendetwas dran aus Ihrer Sicht? Ja, also die israelische Regierung macht da sehr klar, dass sie sich auf solche Diskussionen da eigentlich gar nicht stärker einlassen will und tut solche Vorwürfe relativ schnell ab als anti-israelische Propaganda. Wobei man tatsächlich nicht genau weiß, was sich im Norden, vor allem des Gazastreifens, genau abspielt. Die Frage ist immer wieder bei Hilfslieferungen, wie weit, in welche Hände sie im Grunde kommen, sobald sie das Land erreichen. Ob da die Hamas sofort sich das unter den Nagel reißt und dann selber eigentlich teuer weiterverkauft. Inwieweit es überhaupt Akteure gibt, noch im Gazastreifen, die das dann verteilen können. Und das ist die große Frage letztendlich, von wem wer wird den Gazastreifen wirklich regieren. Die Armee selber möchte es nicht machen oder sollte es nicht machen. Und dann ist die Frage, wie eine Verteilung tatsächlich stattfinden kann. Und das sind alles Fragen, die tatsächlich nicht gelöst sind. Denn bisher war ja UNRWA dafür zuständig, verboten, sich zu betätigen, zumindest auf israelischem Gebiet. Gibt es denn Kenntnis darüber, wer da jetzt die Hoheit über die Verteilung hat? Oder ist man da tatsächlich darauf angewiesen, dass alles seinen Gang läuft, auch ohne UNRWA? Ich denke, das sind genau die Fragen, die tatsächlich anstehen. Es war dann immer wieder also es wurde erwogen, zu sagen, es sollen private Akteure da vor Ort eintreten und das möglicherweise mit verteilen. Es gibt Kogat, das ist die israelische Organisation innerhalb der Armee, die für die Verwaltung und den Umgang mit den Palästinensergebieten zuständig ist. Die haben Pläne, aber diese Pläne brauchen auch irgendwann eine politische Entscheidungsmacht, die darüber sagt, ja, so lässt sich das letztendlich umsetzen. Das sind Fragen, die nach wie vor nicht geklärt sind. Und letztendlich geht es auch um genau solche Fragen dann bei dem Geisel-Waffenstillstandsdeal, über den weiter verhandelt wird, wo solche Fragen in der zweiten Phase, nicht in der ersten, über die es auch noch eine Detailklärung jetzt geben muss, das ist mit Fragen verbunden nach einer Nachkriegsordnung im Gazastreifen. Und da ist man noch nicht so weit. Gibt es denn in dieser Frage, also was die Geiseln angeht, irgendwelche Neuigkeiten, inzwischen irgendwelche gesicherten Erkenntnisse darüber, ob die überhaupt noch am Leben sind? Ja, also man geht davon aus, dass von den 100 Geiseln 50 noch am Leben sind. Und bei den Verhandlungen, die jetzt zwar vorangehen, aber nach wie vor stocken und der große Durchbruch nach wie vor auf sich warten lässt, geht es unter anderem genau um diese Frage, wie viele Geiseln die Hamas letztendlich lokalisieren kann, identifizieren kann und davon auch in der ersten Phase freilassen kann. Das sind alles Fragen, wie genauso im Gegenzug sich die Frage stellt, ja, wie viele palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen im Gegenzug freikommen können, welche Verbrechen ihnen vorgeworfen wurden, das heißt, welche Verbrechen, also welche palästinensischen Häftlinge man freilässt und auch wohin sie dann möglicherweise abgeschoben werden. Das sind die Fragen, die im Augenblick nach letztem Stand die Diskussionen schwer machen. Und der CIA-Chef William Burns, der am Mittwoch nach Doha gereist war, ist gestern wieder abgereist. Aber es ist eine amerikanische Delegation noch in der Region geblieben. Und die Hoffnungen sind nach wie vor, und da gibt es auch sehr viel Druck von Washington, sowohl von der noch Biden-Administration und der bald kommenden Trump-Administration, um zu versuchen, dass das bis spätestens 20. Januar, also der Inauguration der neuen Administration, dann über die Bühne geht. Gisela Dax, danke schön für den Moment.